Hallo Leute, heute machen wir Blue Merle Burger oder Blauschimmelkäse trifft weißen Balsamico. So, hier mal kurz zu den Zutaten. Das sind einmal die Patties, einmal der Blauschimmelkäse, die Buns. Das hier ist eine Soße, das ist Blauschimmelkäse, Creme fraiche und ein kleines bisschen Mayonnaise, einfach nur verrührt. Dann brauchen wir für die Balsamico Zwiebeln, weiße Balsamico, brauner Zucker und ein paar Gewürze, Rosmarin und Thymian und unseren Kartoffelstampfer. In der Pfanne haben wir einen kleinen Tropfen Öl. Jetzt tun wir erstmal hier die Zwiebel ein bisschen anrösten. Die Zwiebel habe ich mit ein ganz kleines bisschen Salz vermischt und habe die so ein bisschen gequetscht. Wie ihr seht, tun die Zwiebel anfangen schön zu dünsten. Das ist sehr gut. Wenn die Zwiebel anfangen und sind schön glasig, dann könnt ihr schon mal den Thymian und den Rosmarin dabei geben. Der Duft ist jetzt schon gut. Als nächstes geben wir jetzt den Zucker dabei. Denn der Zucker soll ja ein bisschen anschmelzen und soll sich mit der Zwiebel schön verbinden. Hier das Ganze so klein, leicht ein bisschen pflanzig. Und wenn der Zucker so leicht vor sich hin blubbert, so wie jetzt, dann geben wir den weißen Balsamico-Essig dazu. So, das Ganze müssen wir jetzt so ein bisschen einreduzieren lassen, bis das relativ dickflüssig ist. Wie so schöne, sämige Marmelade soll so die Konsistenz sein. Das dauert jetzt einen Augenblick. Ja Leute, ich konnte es mal wieder nicht lassen, ich musste mal wieder probieren und ich kann euch sagen, das ist fantastisch. Langsam wird es jetzt auch dickflüssiger. Das heißt, der Balsamico-Essig ist die Flüssigkeit ziemlich verkocht und die Zwiebel, da ist auch die Flüssigkeit verkocht. Und wir stellen das dann nebenhin auf die Seite, denn wir müssen das nachher, kommt das auf den Burger drauf und es soll nicht ganz so fest sein, weil wenn es kalt wird oder kühler wird, und dann wird ja der Zucker auch wieder ein bisschen fester. So, jetzt gehen wir her, legen unsere Patties auf und toasten unsere Brötchen an. Die rumgedreht haben, dann wird es auch Zeit, dass wir die Buns auflegen. Und die Buns habe ich wie immer so ein bisschen gebuttert. Wenn wir die Buns drauf haben, dann legen wir auch unseren Käse drauf. Das Gorgonzola Käse.
Die Brötchen sind auch klasse. Guckt euch das an. Und dann wird es Zeit, dass wir die Burger zusammensetzen. Die Zusammensetzung des Burgers ist natürlich recht klassisch. Wir nehmen zuerst mal hier unser Söschen. Und verstreiche das schön auf dem Bann. Die Brocken, die ihr seht, die sind vom Gorgonzola-Käse. Und das macht nichts, wenn das nicht ganz glatt ist. Also es kann ruhig so ein bisschen, weil der Käse, der schmilzt jetzt sowieso noch immer weg von dem warmen Burger. Und deshalb ist das eigentlich nicht so schlimm. Jetzt mache ich was meine Frau überhaupt nicht mag. Und zwar mag ich jetzt hier noch ein paar Jalapenos drauf. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Und dann kommen die Zwiebel. Doch, jetzt. So. Und dann setzen wir den. Burger. Da drauf. Sehr schön. Sehr schön. Hier einmal der Burger im Anschnitt. Guckt euch das an. So sieht man es, glaube ich, besser. Ja. Und jetzt fehlt noch die Hauptsache, das Probieren. So schaut er aus. Ich finde, er ist super. Und vom Geschmack her, klasse. Klasse. Der Käse, der kommt richtig gut durch. Die Soße tut das Übrige. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Burger nachzumachen. Das war meine Version eines Blue Merle Burgers oder Blauschimmel trifft weißen Balsamico. Denkt dran, mich zu liken, die Glocke zu drücken und mich zu abonnieren. Danke, tschüss, euer JJ.